Servus, mein Name ist Mike, ich bin seit 10 Jahren CAD-Consultant und ich zeige euch alle Tipps und Tricks rund um Solid Edge. Heute der erste Einstieg in Solid Edge 2024. Also, welche Grundeinstellungen nehme ich idealerweise vor und wie arbeite ich schnell und effektiv? Als allererstes setze ich mal Solid Edge auf 0 zurück, das heißt, ich starte den Einstellungen und Präferenzen-Assistent. Einstellungen und Präferenzen-Assistent. Diesen findet ihr in eurer Windows-Startleiste. Damit kann ich Solid Edge nämlich auf 0 zurücksetzen, also auf Werkseinstellungen. Der Vorgang wurde erfolgreich durchgeführt. Solid Edge 2024. Den da ignorieren wir mal gekonnt. Hier geht es um eure Themen. Was es genau ist, zeige ich euch später. So, hier geht es schon mal los. Hier gibt es nämlich die Abfrage, ob ihr euch gerne Daten sammeln lassen möchtet über euch. Das Ganze aktivieren, oder besser gesagt, deaktivieren wir später, an einem späteren Zeitpunkt. Einfach mal mit Weiter akzeptieren. Hier drücke ich eigentlich immer auf Ablehnen, weil alles, auch bei Microsoft, Windows und so weiter, alles was gesammelt werden soll, deaktiviere ich generell einmal. Einfach ablehnen, OK drücken. Und hier geht es auch nochmal um die Themen. Auch diese, wie gesagt, schauen wir uns gleich nochmal an. So, jetzt hier mal das Allerwichtigste am Anfang gleich. Ihr wollt beim Start von Solid Edge nicht in dieser Oberfläche landen, sondern ihr wollt direkt schon da starten, wo ihr eure zuletzt verwendeten Teile hattet, eure letzten Ordner aufhattet, wo eure Vorlagen sind. Das findet ihr hier unter Neu. Und das ist ganz einfach, indem ihr einfach in dem Startbildschirm hier auf den Haken hier klickt. Nach dem Start von Solid Edge mit Öffnen beginnen. Danach sollte das Ganze so aussehen. Ihr drückt auf Datei. Und schon seid ihr in eurem Hauptbereichsordner. Wie gesagt, zuletzt verwendete Dateien und zuletzt verwendete Ordner. Dann gehen wir unter Einstellungen und Optionen. Und dort findet ihr den Eintrag Datenschutz. Dann gehen wir auf Präferenz einstellen und gehen auf Ablehnen. Wenn ihr wollt. Gleiches hier, Präferenz einstellen, Ablehnen eingestellt. Okay. Wir können gleich hier bleiben in dem Einstellung Präferenzassistent und gehen dann hier auf Hilfen. Dort macht es Sinn, hier weiter unten die Quick-Tipps zu deaktivieren, die Videos, wenn ihr schon ein bisschen weiter seid, außer ihr seid totale Anfänger oder nicht. Aber ansonsten deaktiviere ich die immer. Das Radialmenü, sehen wir uns auch gleich nochmal an, stelle ich hier auf 200 Millisekunden, das ist so ein Richtwert. Daumenwert, könnt ihr gerne ein bisschen hoch oder runter drehen. Und der Zielabstand für Gesten macht eigentlich nur Sinn, wenn er maximal kurz ist. Auch die schauen wir uns gleich an. So, dann ein Punkt hier noch ist der Pathfinder. Genau, da ist er. Der Path und SMD Pathfinder undockbar machen. Was das genau heißt, zeige ich euch gleich. So, ich mache ein neues Path auf. Ich fahre mit der Sequenzählung-Umgebung fort. So, jetzt habt ihr ja den Haken vorhin gesehen bei SMD Pathfinder Undockbar machen. Das heißt, der ist jetzt nicht mehr so frei schwebend nur, sondern ein richtiges Side-Menü, wie ihr es kennt, mit Pinnadel aktivieren und deaktivieren, damit es dann aufpoppt, nicht aufpoppt. Und ihr könnt auch seitlich einrasten lassen. Also sprich, ihr zieht euer Fenster auf diesen Pfeil hier drauf und schon rastet er ein und bleibt auch an Ort und Stelle sitzen. Dann Punkt 2 ist die Skizzierumgebung. Auch hier kann man extrem viel Zeit sparen. Und da mache ich auch mal eine Grundeinstellung rein. Wenn ihr in den Skizzierer reingeht,
Dann nehme ich immer hier gern mein Standardmenü. Ihr seht es hier, das ist zwar schon ein bisschen angepasst, aber nicht nach meinem Standard. Ich zeige euch kurz, was mein Standard ist. Wir gehen auf Anpassen, auf Multifunktionsleiste anpassen und können dann hier über Radialmenü auf unser Radialmenü zurückgreifen. Ich mache da mal zurücksetzen. Da haben wir einen Standard wieder zurück. Weil die möchte ich eigentlich so drin belassen. Den Rest sortiere ich um. Ich sage euch auch gleich warum wie. So, also ich sortiere es möglichst immer sinnvoll um, dass ich hier möglichst viele Befehle direkt zum Eingriff habe. Einmal habe ich hier dann noch mein Rechteck über 2 Punkte. Dann Trimmen und Ecken trimmen, weil die sehr häufig benötigt werden. Und zum Schluss noch eine Beziehung. Zum Beispiel senkrecht. Das war's. Und jetzt könnt ihr das Ganze in einem Thema speichern. Ihr seht, mein Thema heißt MKB. Darin speichere ich es rein. Normalerweise werdet ihr automatisch dazu aufgefordert zu speichern, wenn ihr auf Schließen geht. Wollen Sie das wirklich speichern? Ja, möchte ich. Und damit habt ihr immer in der Skizzierumgebung das gleiche Radialmenü und könnt damit effektiv arbeiten. Wie starte ich das Radialmenü? Indem ich die rechte Maustaste gedrückt halte. Dann poppt es auf und ich kann direkt auf meine Befehle zurückgreifen. Ich muss nicht lange suchen, ich muss nicht lange warten, ich kann direkt loslegen und skizzieren. Trimmen zum Beispiel. Einfach drüber fahren, wegschneiden, erledigt. Und so kann ich blitzschnell meine Skizze bearbeiten, Maße setzen, Geometrien erzeugen, wie ich möchte, ohne nach Befehlen suchen oder warten zu müssen. So, was sind Gesten? Gesten sind Mausbewegungen, mit denen ihr schnell Befehle aus dem Radialmenü auswählen könnt. Das gilt aber nur für den inneren Bereich des Radialmenüs. Also alles, was hier drin liegt, könnt ihr mit diesen Gesten anwählen. Funktioniert wie folgt. Klicken mit der rechten Maustaste, mit der gedrückten rechten Maustaste, ziehen die Richtung, in die ich den Befehl gerne wählen möchte und dann loslassen. Sieht wie folgt aus. Also klicken, gedrückt halten, ziehen, loslassen. Auswahlmauszeiger, Smart Dimensions, Rechteck über Mittelpunkt und dann seid ihr noch schneller an euren Befehlen. Ihr müsst das Radialmenü gar nicht überall anpassen, aber im Skizzierbereich macht es definitiv Sinn und spart euch jede Menge Zeit. Die nächsten Grundeinstellungen sind Skizziergrundeinstellungen. Ich bereite hier ein Rechteck über Mittelpunkt vor und klicke dann auf die Glühbirne. Dort könnt ihr dann die automatische Bemaßung aktivieren. In dem Fall macht aber der erste Haken hier keinen Sinn, sondern nur der zweite. Und dann mit OK bestätigen. Wenn ich jetzt ein Rechteck über Mittelpunkt aufziehe, passiert standardmäßig gar nichts. Wenn ich jetzt aber Werte dazu eingebe und diese mit Enter bestätige, werden diese sofort an die Geometrie mit angetragen. Dann zeige ich euch noch einen Trick mit der 3D-Maus. Da könnt ihr nämlich auch nochmal Zeit und Nerven sparen.
Normalerweise ist es so, standardmäßig die 3D-Maus, wenn ihr im Skizzierer seid, rotiert die Skizze bei der Verwendung der 3D-Maus. Dies ist eigentlich nicht gewünscht, sondern die 2D-Sperre soll aktiviert sein, automatisch. Wie das geschieht, wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr öffnet das Menü eurer 3D-Maus, dann geht ihr auf Erweiterte Einstellungen und dort gibt es zwei Haken. Ihr seht, im Moment ist ja noch der Desktop aktiviert. Ich schalte hier um auf Solid Edge. Da gibt es hier zwei Haken bei Andere Optionen. Ausgewählte Objekte bewegen, was das genau heißt, sehen wir gleich. Und Skizze, Profil, Rotation ausschalten. Die zwei setzen wir. Und dann verhält sich die Maus so, dass wenn wir im Skizzierer sind, automatisch die 2D-Sperre aktiv ist und ich kann die 3D-Maus verwenden, ohne dass es rotiert. Verwende ich jedoch die mittlere Maustaste, kann ich jederzeit immer noch rotieren. Aber standardmäßig für die 3D-Maus bleibe ich in meiner 2D-Sperre aktiv und kann so schön hin und her navigieren. Der zweite Haken hat Auswirkungen in der Baugruppe. Ich öffne eine neue Baugruppe und platziere ein beliebiges Teil. So, das erste Teil ist von der Einstellung nicht betroffen, weil das ja fixiert ist. Das erste Teil ist immer fixiert. Seht ihr hier, wenn ihr anwählt, aha, hier unten Body fixiert. Also auf das erste Bauteil hat der Befehl keinen Einfluss. Aber das zweite Bauteil könnt ihr jetzt, sofern nichts anderes aktiv ist, also kein anderer Befehl ist aktiv und ihr habt auch nichts Sonstiges angewählt, müsst ihr jetzt euer Bauteil anwählen und jetzt könnt ihr mit eurer 3D-Maus das Bauteil drehen, rotieren. Seht ihr? Ist eine super praktische Sache, um Teile zu platzieren oder auszurichten. Das Ganze geht aber auch ohne 3D-Maus. Ihr platziert euer Teil. Ihr seid im Platziermodus, also das Beziehungs-Flashfit ist aktiv. Wichtig, Flashfit muss aktiv sein. Wenn Flashfit nicht aktiv ist, funktioniert die ganze Sache nämlich nicht. Dann drückt ihr die Steuerungstaste, haltet diese gedrückt und die linke Maustaste und et voilà. Ihr könnt euer Bauteil auch wieder um die eigene Achse drehen. Auch wieder super praktisch beim Platzieren von Teilen. Das wäre es zu den Grundeinstellungen für Solid Edge 2024 und auch für alte Versionen. Viel Spaß und Erfolg damit. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Mike. Servus.